In einem verlassenen Lagerhaus am Waldrand nahe der Stadt Kondopoga hatte sich ein Bärenjunges verirrt. Es zitterte auf dem kalten Boden, stieß ständig schwache Schreie aus und suchte verzweifelt nach seiner Mutter. Die rostigen Eisentüren hallten wieder und machten seine Schreie noch eindringlicher. Der Geruch von Öl und morschem Holz erfüllte die Luft und versetzte es noch mehr in Panik. Es kreiste um den Haufen zerbrochener Holzkisten und blickte mit seinen runden Augen nervös in alle Richtungen. Jedes Mal, wenn es ein Geräusch gab, erschrak es und dachte, seine Mutter sei zurückgekehrt. Doch die Zeit verging, der Wald blieb still, niemand, auch kein großer Bär, erschien. Seine kleinen Beine wurden müde, es setzte sich mitten in das Licht, das durch das zerbrochene Fenster schien. Die Geräusche, die es nun machte, unterschieden sich nicht mehr von den Schreien eines Welpen. Da hörte ein Mann, der nach alten Sachen suchte, das seltsame Geräusch. Viktor, ein Mann, der in der Nähe wohnte, ging oft zu dem verlassenen Lagerhaus, um alte Holzgegenstände zu sammeln. Als er ein seltsames Geräusch hörte, dachte er, es sei ein kleines Tier, wie ein Hund oder eine Katze, das irgendwo feststeckte. Er stieg über die verrosteten Metallplatten und folgte dem leisen Winseln, das durch den Raum hallte. Als er sich einem Haufen zerbrochener Fässer näherte, blieb er plötzlich stehen. Vor ihm stand ein pelziges Bärenjunges und blickte mit großen Augen zu ihm auf. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, sein Herz hämmerte vor Angst, eine Bärenmutter in der Nähe zu sehen. Viktor trat einen Schritt zurück und suchte mit den Augen die Umgebung nach Spuren des erwachsenen Bären ab. Er blieb ein paar Minuten stehen und lauschte nur dem Wind, der durch die zerbrochenen Glasfenster wehte. Das Junge wirkte nicht aggressiv, saß einfach an einer Stelle und stöhnte müde. Die Zeit verging, und von einem großen Bären war nichts zu sehen. Viktor fragte sich, ob er ausgesetzt worden war oder ob seine Mutter irgendwo im Wald gestorben war. Er ballte die Fäuste und überlegte, ob er gehen oder helfen sollte. Nur ein kleines. Wahrscheinlich nicht groß genug, um Schaden anzurichten, murmelte er vor sich hin. Das Junge rannte nicht weg, sondern neigte nur den Kopf und sah ihn traurig an. Viktor holte tief Luft und näherte sich langsam, Schritt für Schritt. Als er näher kam, duckte er sich und sprach leise, als wolle er ein verängstigtes Kind trösten. »Schon gut, Kleines, ich tue dir nichts«, flüsterte er. Seine raue Hand berührte langsam seinen Rücken, und er sah, wie es vor Angst zitterte. Aber es kratzte oder biss nicht, sondern zuckte nur zusammen und sah Viktor erwartungsvoll an. Vorsichtig hob er es hoch und bemerkte, dass sein Körper leichter war als erwartet. Das Fell war weich und warm und roch nach Wald, der Duft von Kohlesturm lag noch in der Luft. Viktor ging durch die Gänge des Lagerhauses und hielt das Junge fest an seine Brust gedrückt. Er öffnete jede Tür und leuchtete in jede dunkle Ecke, in der Hoffnung, die Mutter zu finden. Doch alles, was er sah, war staubige Dunkelheit und endlose Stille. Er verließ die Scheune und ging am Waldrand entlang, rief in die Wildnis hinaus. »Ist da jemand? Ist eine Bärenmutter in der Nähe?« rief er im Gehen. Das Junge schmiegte seinen Kopf an seine Brust, da es spürte, dass etwas nicht stimmte. Die Sonne stand schräg, der Wald begann sich mit dem späten Nachmittag zu verdunkeln. Viktor blieb stehen, sah den Bären an und blickte dann zurück auf die Straße zurück in die Stadt. Schließlich beschloss er, »Komm mit. Ich werde einen Weg finden, dir zu helfen.« Viktor setzte den Bären auf den Beifahrersitz des alten Pickups und deckte ihn mit einer warmen Decke zu. Er fuhr direkt zur nächsten Tierklinik im Zentrum von Kondopoga. Eine junge Tierärztin namens Elena kam überrascht heraus, als sie das Junge sah. »Wo haben Sie es gefunden?« fragte sie nach einer ersten Untersuchung. »In einem verlassenen Lagerhaus am Waldrand.« »Seine Mutter war nirgends zu sehen«, antwortete Viktor. Das Junge war nicht verletzt, nur hungrig und zeigte Anzeichen von Vernachlässigung. Elena riet ihm, es bei einer Wildtierrettungsstation anzumelden, falls er es adoptieren wolle. Viktor nickte ohne zu zögern, er hatte sich entschieden, seit er das Junge in den Armen hielt. Die beiden gingen die Formalitäten durch, Registrierung, Untersuchung und Impfung des Jungen. Elena lächelte sanft, es könnte ihr bester Freund fürs Leben sein. Viktor nannte es Mischa, den bekannten Namen russischer Bären.
Als sie die Klinik verließen, lag Mischa brav wie ein Kind in seinen Armen. Er kam nach Hause, öffnete die Tür und hieß ihn willkommen wie ein kleines Wesen, das gerade zur Familie gestoßen war. In den ersten Tagen fütterte Viktor Mischa wie ein Baby mit Milch aus der Flasche. Er kaufte weiche Nahrung, püriertes Gemüse, Haferbrei und kochte ihm eigene Mahlzeiten. Mischa schlief in einem großen, mit dickem Stoff ausgelegten Korb neben dem Kamin im Wohnzimmer. Viktor verbrachte viel Zeit damit, mit ihm zu spielen und ihm beizubringen, an der richtigen Stelle auf die Toilette zu gehen. Jeden Morgen ging er mit Mischa im Garten spazieren, damit er sich an die Umgebungsgeräusche gewöhnte. Er führte ihn an einer weichen Leine spazieren und folgte ihm immer dicht auf den Fersen, wie ein Vater, der sein kleines Kind beschützt. Die Kinder aus der Nachbarschaft waren zunächst erschrocken, als sie den Bären sahen, wurden aber allmählich neugierig und näherten sich ihm. Viktor beruhigte ihn immer wieder: Alles ist gut, mach dir keine Sorgen, sei einfach sanft. Mischa wurde allmählich freundlich, rollte sich in den Armen des Kindes zusammen und genoss es, gestreichelt zu werden. Jedes Wochenende gingen er und Mischa in den Central Park, wo jeder dieses Bild kannte. Seit Mischa aufgetaucht war, war Viktor nicht mehr einsam, er fühlte sich viel jünger. Jeden Abend rollte sich das Bärenjunge zu seinen Füßen zusammen und hörte im sanften gelben Licht Radio. 6 Monate später war Mischa größer geworden, sein Fell war dichter und seine Augen immer intelligenter. Obwohl er nicht mehr winzig war, war er immer noch so treu und sanft wie am Anfang. Viktor ging mit ihm durch die Stadt spazieren, alle blieben stehen, lächelten und grüßten. Kinder rannten los, um Mischa auf den Rücken zu klopfen, als wäre er ein riesiger lachender Hund. Viele Leute fragten, ob sie gemeinsam Fotos machen könnten. Mischa saß ruhig still, damit jedes Foto aufbewahrt werden konnte. Die Lokalzeitung veröffentlichte einen Artikel: Das verlorene Bärenjunge ist nun ein schönes Symbol der Stadt. Viktor war stolz wie ein Vater, der sein Kind in Liebe aufwachsen sieht. An jedem sonnigen Tag saßen er und Mischa unter dem Baum, aßen Brot und sahen den Kindern beim Spielen zu. Es war kein furchteinflößendes wildes Wesen mehr, sondern die Freude der ganzen Nachbarschaft. Viktor hielt seine Augen immer noch wachsam, doch jedes Mal, wenn er Mischa ansah, war ihm das Herz leicht. Die Nachmittage vergingen langsam, ihr Leben wurde warm und voller Lachen. Ab und zu erzählte er noch allen: Früher war es nur ein Schrei im Dunkeln. Mischa hatte keine Angst mehr, war nicht mehr verloren, denn es hatte ein richtiges Zuhause. Viktor fand etwas Unerwartetes, einen treuen Freund und wahre Liebe. In der Kleinstadt Kondopoga wurde die Geschichte des mutterlosen Bärenjungen zur lebenden Legende. Lieber Freund, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Geschichte zu verfolgen. Vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.